toll, wenn es die große Liebe ist. Weißt du, es ist ganz egal, wie hart du jetzt tust. Ich hab's gesehen, du kannst einfühlsam sein. Kommst du oder brauchst du eine schriftliche Einladung? Du spielst mit ihren Gefühlen. Sie wird mir alles abkaufen, was ich ihr erzähle. Ich würde alles noch mal auf eine Karte setzen. Ist das jetzt mal wieder ein Antrag von dir? Tanja von Lahnstein, Brutmaschine und Mätresse des Clans. Wer auch immer diesen Mist verzapft hat, den verklag ich. Alles Müll. Ich will professionelle Arbeit sehen, und zwar vom ersten Tag an. Sowas nenne ich meine gelungene Pressearbeit. Also ich würde das eher skrupellos nennen. Die Frage der Fragen. Man kann auf die Knie fallen, um sie zu stellen. Oder sie auf ein Banner schreiben, das von einem Flugzeug durch den Himmel gezogen wird. Wow. Du ziehst ja wirklich alle Register. Und der Ring, der war sicherlich noch viel teurer als der erste. Im Kern ist ein Heiratsantrag nichts weiter als der Anfang eines Vertragsverhältnisses. Im besten Fall mit klar formulierten Konditionen. Sehr schön. So, ich hoffe, Sie haben jetzt alles im Kasten. Ihr Mann hat sich leider immer noch nicht geäußert. Das lässt natürlich einen gewissen Interpretationsspielraum zu. Na, schön langsam, Ricky. Sagen wir nicht gewettet, Sie haben Ihre Story. Ich habe Material. Eine wirkliche Story ist das noch nicht. Was wollen Sie? Ich? Sie haben ein paar gute Schlagzeilen verdammt nötig. Was wirklich helfen könnte, das wären ein paar private Fotos. Wenn Sie glauben, dass Sie Tristan, warte. Warte. Wieso willst du plötzlich alles auf eine Karte setzen? Vielleicht bin ich ja masochistisch veranlagt und stehe auf Frauen, die mir Plastikrosen um die Ohren hauen. Vielleicht habe ich aber auch einfach nur begriffen, dass das zwischen uns was ganz Besonderes ist. Private Fotos. Urlaubsfotos. Von meinem Mann und mir. Ich habe sie mir ausgedruckt, bevor wir uns hier getroffen haben. Ein falsches Wort. Und ich sorge dafür, dass Sie in kein deutsches Adelshaus mehr einen Fuß setzen werden. Ehrensache. Fein. Man sollte immer das Beste für sich herausschlagen. Bei einer Heirat genauso wie bei einem Vertrag. Mit Liebe hat das nichts zu tun. Mitgift. Hübsches Passwort. Aber an deine Daten wäre ich auch so gekommen, Sebastian. Ich will aber nicht, dass du mir weiterhin nachspionieren musst. Ich vertraue dir nämlich. Jedes Geschäft verlangt eine Anzahlung. Die Ehe ist ein Vertrag. Wie gesagt, mit Liebe hat das alles nichts zu tun. Die Show ist vorbei, du kannst den Ring wieder einstecken. Heißt das jetzt ja? Wie kommst du überhaupt auf so eine blödsinnige Idee? Du wolltest doch einen Beweis, dass ich es ehrlich meine. Entschuldige bitte, was Besseres ist mir nicht eingefallen. Dir ist jedes Mittel recht, damit du meine Stimme im Gremium bekommst.
Vielleicht habe ich auch einfach nur Angst davor, dass du mich sitzen lässt, sobald das Kind geboren ist. Und ihr plötzlich über alle Berge seid. Das geht auch, wenn ich mit dir verheiratet bin. Gut, dann habe ich vielleicht doch ganz ehrenwerte Gründe. Tanja, es ist ganz egal, wie lange du suchst. Es gibt nur eine einzige Erklärung für diesen Heiratsantrag. Und tief in dir drin kennst du sie auch. Vielleicht würde es ein bisschen besser wirken, wenn du nicht vorher mit Marlene darüber diskutierst. Deine Freundin hat zumindest kapiert, dass ich dich ganz nett finde. Weißt du, ich bin nämlich ein ziemlich cooler Typ. Aber kennst du meine herausragendste Eigenschaft? Größenwahn. Geduld. Ich gebe nicht auf. Schade, dass Marlene nicht kommen konnte. Sie liebt deine Pfannkuchen. Unsere Tochter wird ein Star. Da bleibt für Familienessen immer weniger Zeit. Ich glaube, Essen könnte für Marlene in nächster Zeit von richtiger Bedeutung werden. Und Familie ist recht. Nein, ist sie schwanger? Unsere Marlene? Nein, aber ich glaube, sie arbeitet dran. Dann wirst du ja bald Großvater. Jetzt mal ganz langsam. Wie gesagt, sie arbeitet dran. Aber das geht schneller, als man meint. Wenn ich da an uns beide denke. Ach ja? Mama, du hast für Kim mitgedeckt. Oh, Macht der Gewohnheit. Sie hat bestimmt kein Telefon in der Nähe, sonst hätte sie sich längst gemeldet. Ich habe eh gerade keine Zeit zum Telefonieren. Und ich dachte immer, ich wäre der einzige Sturkopf in der Familie. Deine jüngste Tochter, die schlägt dich um Längen. Das ist noch lange kein Grund, einfach so nach Offenburg abzuhauen, ohne uns Bescheid zu geben. Kim ist 17. Eben. Ich glaube, es war sowieso nicht das Richtige, ihr mit dem Internat zu drohen. Also mir ist alles recht, solange sie sich von diesem Grafen fernhält. Sie glaubt eben noch an die große Liebe. Und deswegen kann sie tun und machen, was sie will. Vielleicht wartet sie einfach auf ein Zeichen. Lustig. Genauso geht's mir auch. Und, ist Tanja schon auf deine kleine Charmoffensive hereingefallen? Noch nicht, aber bald. Ich habe ihr gerade einen Antrag gemacht. Alles in Ordnung bei euch? Ach, dein Bruder hat sie nicht mehr alle. Welchen von den 3 meinst du? Rüttel mich mal, ich glaube, ich bin tot. Au! Ich habe alles im Griff. Gib mir noch ein bisschen Zeit Und Tanja ist meine Frau. Und was wird dann anders? Ja, dann habe ich endlich die Kontrolle über sie. Kapier's endlich, Tanja kann man nicht kontrollieren. Die Frau ist ein Freak. Und wenn sie herausfindet, was du gerade abziehst, dann will ich nicht in deiner Haut stecken. Wow, Tanja, der Ring ist der Wahnsinn. Der ist ja noch viel schöner als mein Ehering. Geht's noch lauter? Und wann ist es soweit? Sehe ich aus wie du? Ich habe natürlich nicht geantwortet. Also da rollt er dir schon den roten Teppich aus und du? Worauf willst du denn noch warten? Darauf, dass er endlich ehrlich zu mir ist. Ich muss ihr Vertrauen gewinnen. Egal wie. Dann kriege ich sie auch um. Warum hast du nicht einfach mit deiner anderen Frau ein Kind bekommen? Muss es ausgerechnet Tanja sein? Vielleicht sind andere Frauen mir einfach zu langweilig. Manchmal habe ich das Gefühl, dir liegt doch mehr an ihr. Tristan, ich will sie einfach nur nicht zum Feind haben. Darum soll sie mich heiraten. Und dann bin ich am Ziel. Dann bist du am Anfang. Du tust gerade so, als ob Tanja der Teufel sei. Der vielleicht nicht, aber seine kleine Schwester. Nicht jeder ist so unselbstständig wie du, Marlene, und braucht einen Mann an seiner Seite. Ach, und wer hat sich noch vor ein paar Monaten nach allen Regeln der Kunst an Sebastian rangemacht, obwohl er wusste, dass er Lydia noch hinterher getrauert hat? Das war Politik, nichts weiter. Weißt du, solange uns dieser ganze Gefühlskram nicht verbindet, funktionieren wir beide ganz gut. Und woher willst du das wissen? Du hattest seit Ewigkeiten keine Beziehung mehr. Ich weiß auch warum. Also dein Misstrauen wird dich irgendwann noch in den Wahnsinn treiben. Du wünschst dir doch auch, dich einfach mal fallen zu lassen. Au! Und dann auf den Boden der Realität aufzuschlagen. Nee, danke, alles schon gehabt. Tanja, ich habe die Entwürfe noch mal überarbeitet. Du kannst sie hier direkt mitnehmen. Bin ich dein Gepäckträger?
Deine Entwürfe werden nicht besser, wenn sie hier über Nacht bei mir rumliegen. Bringen Sie mir morgen gefälligst ins Büro. Ich verstehe wirklich nicht, wieso du immer an allen Menschen zweifeln musst. Ich lasse mich nicht an die Kette legen. Und schon gar nicht von Sebastian. Song of love is a sad song. Hey, was machst du da? Nix. Ist eine Überraschung. Bekomme ich einen kleinen Hinweis? Nein, nicht im geringsten. Wie war dein Tag? Ganz gut, hab mit Dana die Trainingspläne besprochen. Wie war dein Interview? Hast du Ricky Pflock um den Finger gewickelt? Ach, du. Eigentlich wollte er nur wissen, was für ein tolles Paar wir sind. Ich hoffe, du hast ihm die ganze Wahrheit gesagt. Ja, ich habe ihm gesagt, dass mich keiner so sehr liebt und unterstützt wie du. Und Richtig. tja, und dass du deshalb auch am besten weißt, was gut für mich ist, wenn meine Stimme versagt. Genau so ist das. Und dass wir uns in allem total gut ergänzen. Auch richtig. Ja, und weißt du, manchmal muss man denen ein bisschen was geben. Vielleicht auch mal ein bisschen flunkern. Weißt du, das ist doch PR, oder? Das hast du bestimmt ganz richtig gemacht. Du bist ja Profi. Ja. Okay, wenn du meinst. Jetzt haben wir aber genug geredet, oder? Tomorrow will probably know. Kannst du nicht schlafen? Hast du ihr endlich geschrieben? Ich habe mich entschuldigt. Es wird Zeit, dass ihr euch versöhnt. Ich vermisse sie so. Ich vermisse sie auch. Sehr sogar, mein Schatz, sehr. Komm. Danke. Wofür? Dass du mir in den Hintern getreten hast. Ich liebe deinen Hintern. Und jetzt komm schlafen. And watch the hello. Tomorrow I'll probably love again. Den hast du heute Morgen vergessen? Ich habe deinen Antrag ja auch nicht angenommen. Dann kannst du ja weiter drüber nachdenken. Ihr habt alle nicht wirklich kapiert, worum es geht, oder? Linie Clarisse soll das Label der Zukunft werden. Diese ganzen Entwürfe hier, die taugen vielleicht gerade mal als Schmierpapier. Willst du sie dir trotzdem noch anschauen? Der ganze Mist ist nicht zu gebrauchen. Und da wir alle offensichtlich so nicht weiterkommen, musste ich mir selbst Gedanken machen. Ist das von mir? Mit diesem Parfum wurde Linie Clarisse zum Top-Player. So sieht richtige Werbung aus. Ich dachte, dir geht es hier um Entwürfe für Mode. Ich werde dieses Parfum neu auflegen. Zuerst brauchen wir einen neuen Namen und dann kreieren wir eine Kollektion für junge, urbane Menschen mit Trendbewusstsein und Stil. Und zwar mit diesem Foto als Logo. Das ist auch das Zwillingsding, oder? Das war meine Idee. Dieses Foto existiert seit Jahren, Jessica. Kopieren Sie es und verteilen es an die Mitarbeiter als Inspiration. Und Sie suchen sich einen Namen aus und kreieren eine Kampagne für die Kollektion. Jetzt. Du kannst
kannst doch nicht ernsthaft dieses Foto verwenden. Du weißt doch, was für eine Geschichte dahinter steckt. Das ist eine alte Kampagne des Labels und das Label gehört jetzt mir. Das sind Geschwister. Das ist eine Bombe. Und ich lasse sie das zweite Mal platzen. Aber es geht um das Schicksal von 2 Menschen. Tanja, das sind Zwillinge und außerdem die Kinder von Herrn Brandner. Du kannst doch nicht ernsthaft Werbung machen mit... Sprich's doch mal aus. Inzest? Weißt du was, Rebecca? Wenn du so emotional bei der Sache bist, dann kannst du ja eine Young Line entwerfen, die zu dem Parfum passt. Das Foto scheint dich ja wahnsinnig zu inspirieren. So früh schon auf, guten Morgen. Hey, guten Morgen. Ja, ich wollte zum Frühstücken zu meinen Eltern und Ihnen von unserem Urlaub erzählen. Dann kannst du Ihnen auch gleich die passenden Fotos dazu zeigen. Wow, ach, super Foto. Oh. Der hat ja fast alle Fotos abgedruckt von Hagen und mir. Und einen verdammt positiven Artikel darüber geschrieben. Lies ihn mal. Moment mal, du hast doch mit Hagen darüber gesprochen. Ja. Nein, doch, wir haben über den Artikel, ich bin Marlene, was wollt ihr schon dagegen haben? Du hast mit Flock verhandelt wie ein Profi und dafür gesorgt, dass du gute Presse bekommst. Ja, es ist immer noch Presse. Und jetzt kann ganz Deutschland sehen, welche Farbe Hagens Pyjamahose hat. Wenigstens hat er eine an. Und, sind Sie mit Ihren Entwürfen fertig geworden? Frau Schneider, kann ich Sie mal was fragen? Ja? Wir haben doch gestern über die Kinder von Herrn Brandner gesprochen. Was ist eigentlich aus denen geworden? Julia ist mittlerweile verheiratet und hat einen Sohn. Sie lebt mit ihrer Familie auf Mallorca und Arno besucht sie gerade. Wurde auch Zeit. Warum? Naja, die beiden hatten einen Riesenkrach. Für Julia ist es immer noch schwer, mit ihrer Vergangenheit umzugehen. Und Jan? Jan ist seit ein paar Jahren verschollen. Aber warum wollen Sie das alles wissen? Weil Tanja plant, die Werbekampagne zu reaktivieren und dieses Zwillingsparfüm neu aufzulegen. Das kann selbst Tanja nicht machen. Ich habe versucht, sie davon abzubringen. Rebecca, das hat damals so viel verbrannte Erde hinterlassen. Die Beteiligten waren traumatisiert. Ich glaube, Tanja begreift überhaupt nicht, was für eine Lawine sie da ins Rollen bringt. Doch, und das ist genau der Kracher, mit dem sie Linie Clarisse aus der Versenkung holen will. Sie hat mir sogar schon eine eigene Kollektion in Aussicht gestellt. Vermutlich, damit ich die Klappe halte. Linie Clarisse ist allein Tanjas Sache, da werde ich mich nicht einmischen. Diese Kampagne vermarktet das Leid von Menschen, die mir sehr am Herzen liegen. Das kannst du mir doch direkt ins Gesicht sagen, liebe Charlie. Tanja, wenn dir die Gefühle von Julia schon gleichgültig sind, dann zeig doch einfach Respekt vor Arno. Damit lässt sich kein Geld verdienen. Sieh mal, Charlies Bedenken sind doch nicht ganz unbegründet. Stell dir doch nur mal vor, die Familie von Herrn Brandner verklagt uns wegen dieser Kampagne. Lass das mal meine Sorge sein, ja? Sonst noch was? Allerdings. Tanja, diese Sache ist rein privat. Das geht nur Jan und Julia etwas an. Diese Kampagne war Eigentum von Linie Clarisse und sie ist der ideale Aufhänger für meine Werbestrategie. Du willst diesen alten Skandal also wirklich wieder aufleben lassen, ja? Irrtum, ich habe längst einen neuen gefunden. Jan und Julia, das unglückliche Zwillingspaar, findet nach Jahren der Trennung wieder zueinander. Das ist doch gelogen. Ja, umso besser, dann kannst du ja deine moralischen Bedenken über Bord schmeißen. Das wird Ludwig niemals zulassen. Mit dieser Werbestrategie wird Linie Clarisse wieder an der Spitze stehen. Und das ist das Einzige, was Ludwig interessiert. Das werden wir ja dann sehen. Für dich habe ich eine wichtige Botschaft. Wenn du wirklich willst, dass ich dich heirate, fall mir nie wieder vor anderen Leuten in den Rücken. Also ich finde, du siehst toll auf den Fotos aus. Ja? Findest du nicht, dass ich auf dem einen so ein bisschen... Ja, stimmt. Du bist hier ein bisschen pummelig. Stimmt. Im Ernst?
Nein, Hagen und du, ihr seid ein wirklich schönes Paar. Apropos, was sagt er denn eigentlich dazu, dass du euer Privatleben so in aller Öffentlichkeit breitrittst? Der hat sich ja zum Glück schon daran gewöhnt. Hat er den Artikel überhaupt schon gesehen? Nee. Oh, na dann wird er begeistert sein. Okay, können wir es bitte essen? Ich sterbe wirklich vor Hunger. Willst du's? Nee, nimm du. Okay. Manche Dinge ändern sich nie. Dass sie immer das gleiche Croissant wollt. Ja, und dass Mama und Kim sich immer bis aufs Blut streiten müssen. Und wieder vertragen. Ach, Vicky, sie kommt bald zurück. Den ersten Schritt hast du immerhin schon getan. Deine Entwürfe sind großartig, Becky. Und das sag ich, obwohl ich überhaupt keine Ahnung von Mode habe. Wahrscheinlich gerade deshalb. Glaubst du, die könnten eine Alternative zu Tanjas Werbekampagne sein? Das wohl eher nicht. Weißt du, sie hat sich jetzt einmal in den Kopf gesetzt, diese alte Geschichte wieder hochzuholen und für ihre Firma zu nutzen. Aber wir können doch nicht einfach zusehen, wie sie das Schicksal von diesen Geschwistern noch mal in aller Öffentlichkeit ausbreitet. Ich wüsste aber auch im Moment nicht, wie wir das verhindern sollten. Aber die Idee findest du doch auch total bescheuert, oder? Frau Gräfin, darf ich Ihnen... Justus, ich brauche sie gerade nicht. Vom marktwirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, ist Tanjas Idee die richtige Entscheidung. Hör mal, und was ist mit Moral oder Ethik? Pass bloß auf, dass du Tanja nicht so ähnlich wirst. Du täuschst dich in ihr. Ja, sie ist vielleicht nicht immer ganz einfach, aber man kann sich auf sie verlassen. Das habe ich mehr als einmal erlebt. Weißt du, ihr ist nie etwas in den Schoß gefallen. Sie musste sich alles hart erkämpfen. Und das gibt ihr das Recht, auf anderen rumzutrampeln? Das tut sie nicht. Sie hat einfach nur eine andere Sicht auf die Dinge. Wir können ja nicht alle gleich sein. Na, Gott sei Dank. So wie die will ich auch nie werden. Das musst du auch nicht. Aber glaub mir, Tanja hat viel mehr positive Eigenschaften, als du dir vorstellen kannst. Na, wenn du meinst. Für dich. Für mich. Tja, ich habe ja gesagt, dass ich nach unserem Urlaub eine kleine Überraschung für dich habe. Dankeschön. Hey, du hast ja keine peinliche Situation ausgelassen. Und jetzt weiß ich auch, warum du immer die Kamera dabei hattest. Das ist so schade, dass man nur Bilder einfangen kann und nicht die Zeit. Ja, dafür können wir uns jetzt immer an die Zeit erinnern. Wir müssen uns nur die Fotos angucken. Ja, die letzten Seiten sind noch leer geblieben. Na, wir haben noch einiges vor uns. Die Geschichte von Jan und Julia noch mal ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren. Gott, ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn Arno davon erfährt. Ja, ausgerechnet jetzt, wo er und Julia wieder zueinander gefunden haben. Aber das ist Tanja natürlich total egal. Sie denkt nur noch an den Gewinn für ihre Firma. Ach, der würde verdammt hoch ausfallen. Kampagne würde doch einschlagen wie eine Bombe. Aber dass ich da mitmache und auch noch eine eigene Modelinie für sie entwerfe, kann sie sich echt abschminken. Ah, du solltest nicht so schnell aufgeben. Bitte? Und Tanja mit den Entwürfen noch in die Hände spielen? Nein, Tanja überzeugen. Wenn deine Entwürfe gut sind, dann kann es doch durchaus sein, dass du einen Handel mit ihr abschließen kannst. Naja, bisher fand sie meine Entwürfe nicht gerade überzeugend. Sollte sie ablehnen, hast du immer noch die Möglichkeit, eine außerordentliche Gremiumssitzung einzuberufen. Ich soll mich mit Tanja legen? Und eine Abstimmung gegen sie provozieren? Nein, du sollst eine Entscheidung von ihr zur Debatte stellen. Dafür ist ein Gremium da. Und da ihr auch Zwillinge in der Familie habt, dürfte die Abstimmung nicht zugunsten von Tanja ausfallen. Ja, davon gehe ich mal aus. Hey, das war schon die nächste Überraschung. Hagen, warte mal, bevor du das liest, würde ich dir gerne Das noch... verleiht unserer Beziehung vielleicht eine ganz besondere Note, wenn ich manche Details aus deinem Leben aus der Zeitung erfahren habe. Aber warum hast du mir nicht gleich die Zeitschrift in die Hand gedrückt? Dann hättest du dir die Mühe mit dem Fotoalbum sparen können. Ich
ich habe mich mit dem Reporter auf einen kleinen Handel eingelassen. So ein paar kleine Einblicke in unser Privatleben gegen positive Schlagzeilen. Und hey, der Artikel, den er geschrieben hat, ist wirklich gut. Positiv, ja. Ja, das, was er über meine Hauptrolle in Tristan Musical schreibt, das ist doch wirklich toll. Ich wünschte, alle meine Kritiken wären so gut. Ich wünschte, du wärst ehrlich zu mir. Warum sagst du mir nicht, dass du keine Kinder haben willst? Hagen, warte mal. Hagen! Warte! Hagen, bitte, warte, ich muss mit dir reden. Red doch mit der Presse. Ah, wie dumm. Du hast ja gar keine privaten Fotos mehr, die du verscheuern kannst. Oh, vielleicht sollten wir schnell mal Urlaub machen. Ich wollte es dir wirklich sagen, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ja, tolle Ausrede, weil du in den letzten 24 Stunden ja auch nur eine Gelegenheit dazu hattest. Weißt du, das mit den Fotos ist gar nicht das Schlimmste, aber dass du mir die ganze Zeit nur was vorgemacht hast. Warum sagst du mir, du willst Kinder mit mir, wenn du gar nicht vorhast, irgendwelche zu kriegen? Es ist einfach nur nicht der richtige Zeitpunkt. Mensch, ich habe so lange auf den Beginn dieser Solo-Karriere gewartet. Verlangst du wirklich von mir, das alles wegzuwerfen? Nein. Ich will nur, dass du ehrlich zu mir bist. Und nicht erst aus der Zeitung erfahren, was in dir vorgeht. Du hast dich so gefreut. Ja, und worauf? Offenbar hast du ganz andere Vorstellungen von unserer Zukunft als ich. Schade, dass ich erst die Zeitung aufschlagen muss, um das zu erfahren. Hagen, bitte. Entschuldigung, ich brauche meine Ruhe. Die Entwürfe für die Young Line von Nine Clarice sind fertig. Na bitte, geht doch. Du brauchst wohl nur ein bisschen Motivation. Du vielleicht auch. Was soll denn das heißen? Dass ich dir diese Entwürfe nur unter einer einzigen Bedingung überlasse. Seit wann bist du in der Position, mir Bedingungen zu stellen? Seitdem ich etwas habe, das du willst. Schieß los. Die Entwürfe gehören dir. Wenn du dafür die Idee mit Herrn Branders Kindern fallen lässt. Netter Versuch. Sonst noch was? Das heißt also nein? Ja, das heißt nein. Okay. Dann berufe ich jetzt eine außerordentliche Gremiumsitzung ein und lasse über deine Pläne abstimmen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich muss kurz mit dir reden. Es geht um die außerordentliche Sitzung, die ich einberufen habe. Du willst dich ernsthaft mit Tanja anlegen? Hör zu, Becky, die Geschichte interessiert mich nicht. Ich höre mir in der Sitzung von euch beiden die Argumente an und dann gebe ich meine Stimme dem besten Vorschlag. Es sind die Kinder von Herrn Brandner. Und außerdem Zwillinge, die sich ineinander verliebt haben. Tut mir leid, Rebecca, ich habe im Moment überhaupt keinen Kopf dafür. Meinetwegen könnte Tanja auch Toilettenreiniger als Parfum verkaufen. Natürlich bin ich dagegen, aber Tanja hat beim letzten Mal für mein Projekt gestimmt. Du hast ihre Stimme gekauft? Hör zu, ich erkläre dir mal, wie sowas läuft. Ich bin Tanja was schuldig. Ich gebe dir bei der Abstimmung 2 Stimmen. Dann stimmst du nicht automatisch für Tanja, nur weil du sie heiraten willst? Du kennst mich doch. Und dafür stimmst du beim nächsten Mal für mich? Ich gebe dir meine Stimme schriftlich. Hagen hat mir seine auch schon telefonisch zugesichert. Es sieht gut aus, Kleine. Thomas! Vicky, was machst du denn hier? Einer deiner Mitarbeiter hat gemeint, ich soll es mal hier versuchen. Na, das ist ja nicht einmal eine Überraschung. Ludwig schickt mich. Ich soll dir diese Unterlagen bringen zur Wiederaufforstung. Ah, danke. Das ist nett. Na, schon wieder am Telefonieren? Ich habe Kim nicht angerufen. Gut. Du findest doch immer, dass ich geduldiger sein soll. Hey, ich bin stolz auf dich. Was wäre das auch für ein Urlaub, wenn die Eltern alle 10 Minuten anrufen? Ja, wahrscheinlich macht sie sich gerade mit ihrer besten Freundin eine super tolle Zeit. Was Mädchen in dem Alter eben so anstellen. Lieblingsserie gucken, Schönheitspflege machen, Fußnägel lackieren. Klingt doch nach einer spannenden Zeit.
Da bist du ja. Ich wollte dich gerade abholen. Hey, sind wir verabredet? Ja, wir haben einen Termin mit deinem Kostümbildner. Ach, Mist, das habe ich total vergessen. Wie soll ich jetzt da alleine hin? Tut mir leid. Du musst deine Termine langsam mal besser koordinieren. Ja, ich weiß. In ein paar Tagen fangen die Proben an. Ich weiß nicht, ob es dir klar ist, aber dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Und vor allem eins, mit Ricky Vlogs Artikel haben wir in der Öffentlichkeit ordentlich gepunktet. Das darfst du jetzt nicht einfach aufs Spiel setzen. Wir dürfen uns keinen Fehler mehr erlauben. Ja, werde ich nicht. Okay. Marlene. Ist was passiert? Probleme mit Hagen. Das ist gar kein Ausdruck. Hagen. Können wir bitte reden? Ich wollte deine Mutter ja nicht beunruhigen, aber langsam mache ich mir auch Gedanken, dass sich Kim so überhaupt nicht meldet. Ach komm, wenn ihr mir mit Internat gedroht hättet, da wäre ich auch abgehauen. Und zwar für sehr lange. Da hast du wahrscheinlich recht. Sag mal, hast du Leas Nummer? Ja? Ich würde sie nur gern mal kurz anrufen. Du bist ja schon wie Mama. Ich mach's kurz, versprochen. Hallo, ist da Lea? Thomas Wolf hier. Ich bin der Vater von Kim. Ich wollte mal fragen, wie es euch geht. Ja, kann ich Sie denn mal sprechen? Nee, du kannst nie ans Telefon holen. Wo steckt sie denn? Jetzt red mal Klartext. Wo ist Kim? Papa, was ist mit Kim? Sie ist seit gestern weg. Und keiner weiß, wo sie steckt. Hagen, du weißt doch, wie diese Interviews ablaufen. Man muss dir irgendwas geben, sonst läuft da überhaupt nichts. Hey, diese Fotos von uns beiden, die waren wirklich nur für das Album gedacht. Das musst du mir glauben. Es geht nicht um die Fotos, sondern darum, dass du unser Privatleben ständig für die Öffentlichkeit ausschlachtest. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ach nein? Soll ich dich noch mal an die Geschichten der letzten Wochen und Monate erinnern? Nein. Ich weiß einfach nicht, wie das mit uns weitergehen soll, wenn du die Presse ständig in unser Privatleben integrierst. Was ist denn? Tauchen die vielleicht auch im Kreissaal auf, wenn du gerade unser Kind zur Welt bringst? Aha, dann wären wir also beim Thema. Ach, dass ich keine Kinder mit dir haben möchte. Das habe ich dir gesagt. Du bist diejenige, die sich keine klare Meinung dazu bilden kann. Aber wenn ich jetzt ein Baby bekomme, dann bin ich weg vom Fenster. Dann gibt mir doch keiner mehr eine Rolle. Ich meine, verstehst du das? Ich verstehe das, aber wie lange gilt das? 1 Jahr? 5 Jahre? Keine Ahnung. Muss ich das jetzt entscheiden? Ich brauche eine Antwort, ja. Ich habe dich geheiratet, nicht die Frau, die ständig an ihre Karriere denkt und die der Presse aus taktischen Gründen irgendwelche Informationen zuspielt. Manchmal weiß ich gar nicht, wer du überhaupt bist. Du willst mich heiraten? Das wolltest du doch. Bin ich dir jetzt unromantisch? Wenn das jetzt eine romantische Situation wäre, dann könnte ich dich ja auch küssen. Aber dazu fehlt mir irgendwie der Rahmen. Okay, kein Problem. Ich kann dir also vertrauen? Natürlich. Kann mich auf dich verlassen, dass du für mich da bist und mich unterstützt. Auch für deine Familie. Wo ist Kim denn? Keine Ahnung. Lea dachte, sie wäre längst bei uns zu Hause. Und danach? Weiß es niemand.
Kim, wenn du das hörst, ruf mich sofort an. Es reicht mit den Spielchen. Wir machen uns wirklich Sorgen. Jetzt haben wir sie so oft angerufen. Wenn sie ihr Telefon dabei hat, dann hat sie alle Nachrichten längst abgehört. Und wenn sie es nicht mehr hat? Wenn ihr was zugestoßen ist? Vicky. Thomas, wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Jetzt beruhig dich. Als sie das letzte Mal abgehauen ist, da wäre sie fast in den Flammen umgekommen. Das bringt doch alles nichts. Lass uns lieber in Ruhe überlegen, wo sie sein könnte. Wir müssen die Polizei einschalten. Ja, sieht danach aus. Ja, guten Tag, mein Name ist Wolf. Ich möchte gerne unsere Tochter als vermisst melden. Du wolltest mich sprechen? Rebecca, setz dich doch. Ich habe nachgedacht. Über meine Entwürfe? Ich möchte dir gerne einen Kompromiss anbieten. Wir sind bald Schwägerin. Ich möchte kein böses Blut zwischen uns. Wir werden eine Familie sein. Und darauf soll ich mit dir anstoßen? Das gehört sich so unter Brüdern. Du musst dich mit mir freuen. Warum habe ich das Gefühl, dass wir gerade deinen Untergang besiegeln? Auf meine bevorstehende Hochzeit. Und was will Tanja dafür haben? Vermutlich meine Stimme im Gremium. Das klingt so schön, um wahr zu sein. Ich nehme deine Entwürfe für Linie, Clarisse, und du kannst an der Umsetzung arbeiten. Vollkommen eigenverantwortlich. Dafür ziehst du die Abstimmung zurück und lässt mich meine Zwillingskampagne machen. Deal? Nein. Das Gremium ist schon einberufen. Was macht dich so sicher, dass Tanja dich nicht längst durchschaut hat und ihre eigenen Pläne verfolgt? Sie ist doch viel zu sehr damit beschäftigt, ihre wahren Gefühle für mich versteckt zu halten. Du weißt, was ich von der ganzen Nummer halte. Und ich hoffe, du vergisst nicht, dass es hierbei nicht nur um dich geht. Du hast Angst vor einer Niederlage. Denn du weißt ganz genau, dass sich meine Familie nie auf sein niederträchtiges Vorhaben einlassen wird. Deine Familie hat sich schon auf ganz andere Sachen eingelassen. Ich glaube, du verschätzt dich. Ich habe die Mehrheit der Stimmen. Abwarten. Ja, dann lass uns anfangen. Sind alle informiert, worum es bei dieser außerordentlichen Sitzung geht? Dann kommen wir gleich zur Abstimmung. Wer dafür ist, dass Tanja die alte Werbekampagne von Linie Clarisse neu auflegt, stimmt mit einem Ja. Wer dagegen ist, mit einem Nein. Noch Fragen? Ich würde ganz gern noch was klären. Vielleicht erübrigt sich dann alles Weitere. Bitte? Rebecca, ist das deine Mappe? Ich habe sie doch vorhin gegeben. Du leugnest es nicht mal. Warum sollte ich? Worauf willst du hinaus? Tanja, komm zum Punkt. Zufällig habe ich im Women's Business Club die Chefdesignerin von Lilly von Rath getroffen. Wird das jetzt so ein Märchen über Businessfrauen? Du kennst das Label, nicht wahr? Klar, ich habe dort ein Praktikum gemacht. Was hat das zu bedeuten? Sie hat mir vertraulich die Entwürfe für die nächste Sommerkollektion gezeigt. Und zwar genau diese hier. Man muss keine Modeexpertin sein, um zu sehen, dass sie bis auf ein paar armselige Abwandlungen identisch mit denen sind, die Rebecca mir vorgelegt hat.
zwar meine Mappe, aber das sind nicht meine Entwürfe. Tanja muss sie ausgetauscht haben. Wie bitte? Warum sollte ich das tun? Damit du deine Kampagne durchkriegst. Ach, jetzt bin ich an allem schuld. Nur mal zur Erinnerung, meine Süße. Diese Abstimmung war nicht meine Idee. Was willst du damit sagen, Tanja? Könnte es nicht sein, dass Rebecca ihre eigenen Ziele verfolgt? Welche Ziele sollten das genau sein? Das ist doch offensichtlich. Sie verhindert, dass ich Linie Clarisse auf Erfolgskurs bringe. Sie ruiniert den Ruf der Firma, indem sie mir Plagiate unterschiebt. Alles, um mich vom Chefsessel zu stoßen. Du bist scharf auf meinen Posten. Das ist doch absurd. Wäre das nicht praktisch, Ludwig? Alle Geschäfte in den Händen der Lahnstein-Kinder. Und ich? Ich gehe leer aus. Es reicht ja, wenn ich mal wieder einen Lahnstein-Erben zur Welt bringen darf. Hm? Zum Glück bin ich vorsichtig genug, um alles zu kontrollieren. Ich kann aber beweisen, dass das nicht meine Entwürfe sind. Meine habe ich Sebastian heute früh gezeigt. Er kann bestätigen, dass das nicht die Entwürfe sind, die ich ihm gezeigt habe. Sebastian? Wer lügt hier, Sebastian? Deine Schwester oder deine Verlobte? Die Ehe ist nichts weiter als ein Vertrag. Dabei geht es um viel mehr als Liebe. Wie bei jedem Vertrag sollte man allerdings das Kleingedruckte sehr genau lesen. Tanja hat recht. To